Moin zusammen. Heute geht es um eine spannende Frage, die viele Anleger beschäftigt. Was ist eigentlich besser, Dividenden oder Aktienrückkäufe? Beide Methoden sind beliebte Wege, wie Unternehmen Kapital an ihre Aktionäre zurückgeben. Aber welche Strategie lohnt sich wirklich mehr für Investoren? In den nächsten Minuten schauen wir uns die Vor- und Nachteile genauer an und klären, worauf ihr bei eurer Anlageentscheidung achten solltet. Viel Spaß mit dem Video. Wenn Unternehmen Gewinne erwirtschaften, stehen sie oft vor der Entscheidung, ob sie das Geld direkt an die Aktionäre ausschütten, in Form von Dividenden, oder lieber eigene Aktien zurückkaufen. Beide Ansätze haben Auswirkungen auf den Aktienkurs, die Steuerbelastung der Anleger und sogar auf die Wahrnehmung des Unternehmens am Markt. Doch die Unterschiede liegen im Detail. Dividenden bringen regelmäßige, sofort spürbare Einnahmen, während Aktienrückkäufe subtiler wirken und oft langfristig den Wert pro Aktie steigern können. Dividenden sind in der Investmentwelt ein beliebtes Instrument für Investoren, die auf der Suche nach stetigen Erträgen sind. Dabei wird ein Teil des Gewinns, den ein Unternehmen erwirtschaftet, direkt an die Aktionäre ausgeschüttet. Diese Ausschüttung erfolgt in der Regel in regelmäßigen Abständen, häufig monatlich, quartalsweise oder jährlich. Am sogenannten Ex-Dividend-Date wird der Kurs der Aktie um den Betrag der Dividende reduziert. Das liegt daran, dass Kapital, das zuvor dem Unternehmen gehörte, direkt an die Aktionäre ausgezahlt wird, wodurch sich der Unternehmenswert natürlich verringert. Am darauffolgenden Dividend Payment Date erfolgt dann die tatsächliche Auszahlung der Dividende an die Aktionäre. Die Höhe der Dividende wird oft als Dividendenrendite angegeben. Diese beschreibt das prozentuale Verhältnis zwischen Dividende und dem Aktienkurs. Beispielsweise hat eine Aktie, die 2 Euro Dividende pro Jahr ausschüttet und zu einem Kurs von 100 gehandelt wird, eine Dividendenrendite von 2%. Wichtig ist jedoch, die Dividende ins Verhältnis zum Gewinn des Unternehmens zu setzen. Eine Dividende ist auf Dauer nicht nachhaltig, falls sie den erwirtschafteten Gewinn überschreitet. Dies wäre vergleichbar mit einer Privatperson, die monatlich 2.000 Euro verdient, aber 3.000 Euro ausgibt. Hier hilft die sogenannte Ausschüttungsquote weiter. Sie wird berechnet, indem die Dividende die Aktie durch den Nettogewinn die Aktie geteilt und das Ergebnis mit 100 multipliziert wird. Wenn wir auf unser Beispiel zurückkommen, eine Dividende von 2 Euro bei einem Nettogewinn von 10 Euro je Aktie ergibt eine Ausschüttungsquote von 20%. An dieser Stelle stellt sich für viele die Frage, welche Ausschüttungsquote als gesund anzusehen ist. Pauschal lässt sich das jedoch nicht beantworten. Eine Ausschüttungsquote von über 80% birgt generell ein erhöhtes Risiko, da ein Gewinnrückgang schnell die Stabilität der Dividende gefährden könnte. Eine Quote von über 100% sollte in der Regel als Warnsignal gelten, da hier mehr ausgeschüttet wird, als verdient wurde. Allerdings gibt es Ausnahmen, zum Beispiel eine Sonderdividende. Diese einmalige Ausschüttung erfolgt üblicherweise, wenn ein Unternehmen über einen hohen Bargeldbestand verfügt, der nicht für Investitionen benötigt wird. Daher sollte man genau prüfen, ob es sich um eine reguläre oder eine Sonderdividende handelt. Auch das Wachstumspotenzial der Dividende spielt eine wichtige Rolle. Eine niedrige Ausschüttungsquote von unter 30% deutet darauf hin, dass noch erheblicher Spielraum für künftige Dividendenerhöhungen besteht. Viele Unternehmen versuchen, ihre Dividende im Einklang mit ihrem Gewinnwachstum Jahr für Jahr zu steigern. Ein gutes Beispiel dafür sind die sogenannten Dividendenaristokraten, Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren ununterbrochen erhöht haben. Zu den bekanntesten Vertretern zählen Coca-Cola, Johnson & Johnson sowie Procter & Gamble. Es gibt jedoch noch eine weitere bekannte Möglichkeit, Aktionären neben Dividenden zu vergüten: Aktienrückkäufe. Dabei nutzt das Unternehmen überschüssiges Kapital nicht für direkte Ausschüttungen, sondern kauft eigene Aktien am Markt zurück. Dadurch sinkt die Anzahl der Aktien, was den Gewinn je Aktie (EPS) steigen lässt. In der Folge kann die Bewertung des Unternehmens verbessert und der Aktienkurs positiv beeinflusst werden. Bei Aktienrückkäufen gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Idealerweise werden Rückkäufe aus dem Free Cashflow des Unternehmens finanziert. Problematisch wird es jedoch, wenn Rückkäufe über neue Schulden laufen, da diese die Bilanz langfristig schwächen und finanzielle Risiken erhöhen. Auch der Zeitpunkt der Rückkäufe spielt eine große Rolle. Werden eigene Aktien zu hohen Kursen zurückgekauft, verbrennt das Unternehmen Kapital und erzielt nur einen geringen positiven Effekt auf den Wert der Aktie. Erfolgen Rückkäufe hingegen bei einer Unterbewertung, profitieren sowohl das Unternehmen als auch die Aktionäre. Ein weiteres Thema ist das Eigenkapital. Da Rückkäufe Kapital aus der Bilanz ziehen, kann dies dazu führen, dass das Eigenkapital sinkt oder sogar negativ wird. Negatives Eigenkapital kann wiederum die Bonität des Unternehmens belasten und zukünftige Finanzierungsmöglichkeiten erschweren. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass Rückkäufe gezielt eingesetzt werden, um Kennzahlen wie den Gewinn pro Aktie künstlich zu verbessern, ohne dass das operative Geschäft tatsächlich wächst. Gerade weil Managerboni an solche Ziele gekoppelt sind, kann dies zu Fehlanreizen führen. Zusammengefasst sind Aktienrückkäufe ein wirkungsvolles Instrument zur Wertsteigerung, wenn sie verantwortungsvoll und zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden. Werden sie jedoch schlecht finanziert oder primär zur Schönung der Zahlen genutzt,
können sie langfristig großen Schaden anrichten. Doch was ist nun besser, Dividenden oder Aktienrückkäufe? Ob Dividenden oder Aktienrückkäufe besser sind, hängt stark von der Perspektive und den individuellen Zielen der Anleger ab. Dividenden bieten einen direkten und verlässlichen Cashflow, was sie insbesondere attraktiv für einkommensorientierte Investoren macht. Eine regelmäßige Ausschüttung wird oft als Zeichen finanzieller Stabilität und Unternehmensreife gesehen. Für viele Anleger sind Dividenden ein greifbarer Beleg für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Allerdings müssen Dividenden sofort versteuert werden, was gerade bei höheren Steuersätzen die Nettorendite mindern kann. Aktienrückkäufe hingegen wirken subtiler, sie steigern den Gewinn je Aktie, können langfristig den Kurs stützen und sind aus steuerlicher Sicht für viele Anleger effizienter, da Kursgewinne erst beim späteren Verkauf versteuert werden. Außerdem bleiben Unternehmen bei Rückkäufen flexibler, da sie diese leichter an die aktuelle Geschäftslage anpassen können, während Dividendensenkungen oft negativ vom Markt wahrgenommen werden. Allerdings bergen Rückkäufe auch Risiken, insbesondere wenn sie zu ungünstigen Zeitpunkten oder auf Kredit finanziert werden. In solchen Fällen kann das Unternehmen langfristig an Substanz verlieren, anstatt echten Mehrwert zu schaffen. Letztlich gibt es kein pauschales besser oder schlechter. Dividenden eignen sich hervorragend für Anleger, die regelmäßige Einnahmen bevorzugen, während Rückkäufe tendenziell besser für langfristig orientierte Investoren sind, die auf Wertsteigerung und Steueroptimierung setzen. Entscheidend ist, wie verantwortungsvoll das jeweilige Unternehmen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgeht und ob die Strategie zur Gesamtausrichtung und finanziellen Lage passt. Ein kluger Investor sollte daher stets beide Instrumente im Kontext betrachten und bewerten, ob sie nachhaltig oder aktionärsfreundlich eingesetzt werden. Und damit war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Schreibt doch mal, welche Methode ihr denn bevorzugt. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.